Welcome back to the 2023 Zetric User Group meeting. My name is Todd. I'm Charlotte. My name's David. My name's Ollie. Now in this video, I'm going to show you how to create this side table on your CNC. The things I'm contributing really do make a difference, and I can see the output on the products that we're developing, which is a really cool feeling. Aspire is actually quite powerful when it comes to this kind of thing, using two rail sweeps, being able to use a shape creation, using our sheets feature. Hi, ich bin Mike von Wooden Science im schönen Baunatal bei Kassel. Ich habe mich 2020 selbstständig gemacht und habe mir eine CNC-Fräse zugelegt. Kurz danach bin ich dann schon über die Software von Vectric gestolpert und habe da meine Anfänger gemacht, und mittlerweile denke ich, bin ich ganz gut da drin und freue mich, heute das Video vorstellen zu dürfen zu diesem Leinregal, was ihr später runterladen dürft und nachbauen dürft. Und ja, ich bin gespannt auf eure Entwürfe und freue mich, dass ich euch was zeigen darf. Ja, viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was davon mit. Bis dann. Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ich ein Leimregal baue. So, hierfür habe ich jetzt die Vectric Software aufgemacht. Für diese Geschichte bräuchte man, sage ich mal, die Version VCarve. Ich habe jetzt hier Aspire, kann aber auch mit allen anderen Softwaren gemacht werden, bis auf die Gravuren, die dann zum Schluss noch folgen. Als erstes gehen wir auf die Rollingsmaß-Einstellung. Einmal, ja, wir nehmen erst einmal 1500 in der Breite, 1500 in der Höhe. Als Material werden wir 15 mm Multiplex verwenden. Und ja, ich rechne vom Maschinenbett aus später, und der Maschinen-Nullpunkt ist jetzt schon mal unten links in der Ecke, und um den Rest müssen wir uns eigentlich nicht kümmern. Wir könnten noch die Materialeigenschaften nehmen und könnten hier ja, Birch Plywood nehmen, und dann drücken wir OK. Als erstes habe ich mir Fotos von meinen Leimflaschen und ja, Leimbehältnissen gemacht. Ich habe sie extra jetzt schwarz gemacht, damit man jetzt nicht irgendwelche Marken erkennt. Und ja, das ist einmal ein Aktivatorspray, das ist ein Sekundenkleber, das ist ein PU-Leim, das ist ein schnellerer abbindender Leim, und das ist ein Standardleim in ein ja, Standardgefäß. Ich habe eine grobe Idee, wie ich das letzten Endes das Regal aussehen lassen möchte. Diese beiden Flaschen wähle ich an und schiebe sie mal nach oben. Die möchte ich nachher im oberen Regal haben. Die frischen Flaschen möchte ich in der Mitte stehen haben. Am besten natürlich nebeneinander oder hintereinander, das muss man schauen. Also ich würde es jetzt von der Breite her so machen, dass das die breiteste Flasche ist, und würde sie so positionieren. Ich kann sie mit den Pfeiltasten noch mal ein bisschen nach unten dirigieren, und das könnte aber auch mit dem Hals die breiteste Flasche sein. Also könnte das auch unsere Auskunft sein, wie tief der Regalboden jetzt werden müsste. Sprich, ich würde jetzt ein Rechteck zeichnen und die jetzt für mich gesehen die Seitenansicht nehmen und würde jetzt einfach mal einen Regalboden in der Tiefe zeichnen. Kann jetzt hier nochmal umändern auf ein Rechteck und dann übernehmen. Schließe die ganze Geschichte nochmal und schaue mir jetzt an, wie breit ist denn eigentlich meine Flasche, und die wäre jetzt hier 135 mm breit
Sprich, ich könnte für mein Rechteck hier hinten für mein Brett, was ich später nachher Platz haben will, könnte ich eine Breite von 160 nehmen, dann hätte ich jeweils 15 mm locker Platz vorne und hinten. Das sieht ja ganz gut aus. Hier müssen wir noch die 15 mm umändern und übernehmen, schließen. Somit hätte ich, sage ich mal, so grob jetzt schon die Tiefe von meinem Regal später nachher, was ich wirklich nutzen will, festgelegt. Als nächstes könnte man sich hier natürlich auch erstmal noch die Höhen herausnehmen und dann könnte man einfach jetzt mal ein grobes Rechteck zeichnen, wie groß das nachher werden soll. Ich zeichne es jetzt absichtlich einmal größer. Jetzt wähle ich mal alles an und zentriere es mal ganz easy mal in die Mitte. Dann haben wir das nämlich einmal schon mal sauber. Und wir drücken einmal die Taste F, um dann die Ansicht einmal zu zentrieren. Wenn ich diese Flaschen, wir können mal eine Hilfslinie ziehen, von hier oben nach da unten. Ich möchte ein Regal haben, wo ich hier später eine kleine Erhöhung habe. Sprich, ich gehe von dieser Hilfslinie, die jetzt die Unterkante oder besser gesagt das Regalbrett zeigen soll, und kann hier einfach relativ zu der Linie eine weitere Linie hinzufügen und kann sagen, okay, ich hätte gerne circa 100 mm entfernt eine neue Hilfslinie. Die wäre dann da, und dann ist es halt wichtig, dass ich diese Flasche später über die 100 mm hinweg hinausheben kann, und dann kann also erst der nächste Regalboden kommen. Sprich, ich hebe den jetzt einmal nach da oben hoch, das war die größte Flasche, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe. Sonst machen wir nochmal einmal zurück, jawohl, und wieder vor und ziehen uns hier oben die nächste Hilfslinie hervor, die dann hier wäre. Das wäre dann unser Beginn von unserem nächsten Regalboden. So, sprich, wir können hier nochmal sagen, plus 15 mm, und das wäre dann definitiv die Oberkante, wo dann diese Flasche oben drauf stehen würde und diese. Großartig. So, dann kann der hier wieder nach unten. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal genug Platz. Und genauso hier wollen wir auch nochmal einen Abstand haben. Den würde ich jetzt aber nur halb so hoch machen, weil wir ja da nicht ganz so hohe Sachen drin lagern wollen. Dann sind wir mit 50 mm vielleicht ganz gut bedient. Eventuell ein bisschen mehr. Nehmen wir doch mal 75, weil wir ja vielleicht noch mal ein bisschen Abstand brauchen oder sowieso. Und somit haben wir die Hälfte auch von dem Aktivatorspray mit abgesetzt. So, das ist mal die grobe Aufteilung. Was ich noch möchte, ist diese Flasche und auch diese Flasche kopiere ich mir nochmal und füge sie wieder ein. Jetzt sind sie zweimal vorhanden und wir drehen sie ganz einfach, indem wir die Taste 9 drücken und das mehrmals hintereinander, und jetzt sind sie gedreht. Weil diese Flaschen, wenn sie benutzt werden, sollten tunlichst auf dem Kopf gestellt wieder aufbewahrt werden. Und da das sich manchmal ein bisschen schwierig gestaltet, hatte ich gedacht gehabt, macht man das, dass man das in diesem Regal auch gleich mit verwirklicht. Hierfür müssen wir jetzt einmal diesen
diese Sache hier messen. Wir messen die jetzt einmal hier im Bild und schauen mal, wie groß es sein könnte. Von links nach rechts circa 44 mm. Das ist interessant. Und dann messen wir nochmal von hier nach hier bei dem anderen Deckel. Das sind circa 35 mm. Und ich messe das jetzt mal im Original nach. Also, ich habe das mal gemessen. Bei der Geschichte hier sind wir bei circa 46 mm ganz gut aufgehoben und hier bei circa 37 mm. Schauen uns das jetzt nochmal an. Wenn wir das hier einmal rüberschieben, dann ist das ein Ticken größer, das ist okay. Wie gesagt, die sind nur abfotografiert, die sind von der Höhe her genau richtig. Natürlich aufgrund von Parallaxefehlern und solche Sachen, wie der Abstand der Kamera zu dem Produkt ist, kann das natürlich sich auch ein bisschen verschieben und verzerren, das Bild. Aber es sieht jedenfalls schon mal relativ gleichmäßig aus. Als nächstes schieben wir die mal ein bisschen weiter nach unten. Und mitkommen. So. Und wir müssten ja jetzt von diesem Brett hier aus, was ja die Oberkante des Brettes darstellen soll, müssen wir nochmal 15 mm in den Minus gehen und das nochmal darstellen. Das wäre die Unterkante von dem Brett. Und wenn wir das jetzt mal so ungefähr bündig da hinsetzen, so, und dann können wir auch beide anklicken, beide auswählen und dann die ganze Geschichte nach unten verschieben und das in relativer Richtung, dass wir oben noch genügend Platz haben. Dafür müssten wir aber vorher nochmal messen, wie weit muss die denn rausgehoben werden. Sprich, von der Spitze aus bis hier sind es ca. 75 mm. Sprich, ich muss mindestens 75 mm tiefer runter. Und das machen wir dann ganz einfach hier, indem wir die Y-Position sagen, wir gehen minus 85, dann haben wir 10 mm Platz. Dann wären wir da an dem Punkt und dann holen wir uns eine weitere Hilfslinie, die letzten Endes die Oberkante des Brettes anzeigt und die schieben wir dann da hoch. So ungefähr würden die Flaschen dann nachher drin stehen. Plus, dass diese Löcher nachher später dort reinkommen, die ziehen wir nochmal hier raus. So, sprich dieses Brett würde dann auch nochmal so aussehen. Somit hätten wir jetzt 1, 2, 3 Regalböden. Als nächstes würde ich mich um die Breite des Regals kümmern. Von diesen Tuben habe ich meistens 3 Stück oder 4 Stück vorhanden. Wir rechnen mal mit 3. Also kopieren wir das einmal und fügen das wieder ein. Schieben den mit den Pfeiltasten einmal nach links, dass wir sagen können, okay, und jetzt kopieren wir es nochmal einfügen und schieben es nochmal nach links. So, diese Tube würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so hinstellen, sondern eigentlich in der Querrichtung. Dadurch, dass die in der schmalen Richtung einfach dünner ist. Und dann ist sie nämlich nur 43 mm breit. Achso, hat nicht geklappt. Gut, dann machen wir es jetzt nochmal. Wir klicken das an
halten die STRG-Taste gedrückt und scrollen nach links. Dann haben wir das da und wir verändern jetzt einfach die Breite von hier 100 auf 42 mm, übernehmen und dann haben wir das ein bisschen gesqueezed, aber so passt die dann auch hier daneben und davon habe ich meistens nur eine, also mehr brauche ich dann da auch mir hier nicht hinstellen. Als nächstes kommt die Flasche, die wäre jetzt auch eher wieder in der anderen Breite, sprich die tun wir uns auch nochmal squeezen auf das Maß von 75 mm. Sieht dann jetzt gleich ein bisschen dämlich aus, aber ich denke, das kann man dann trotzdem so verkaufen. Sprich, wir gehen hier auch wieder drauf, machen X und Y weg, gehen auf die Breite von 72 mm. So, und schieben das dann einmal hier rüber. Hier, das machen wir wieder XY zurück und schließen. Und davon habe ich 2 Flaschen, sprich wir würden das so breit machen. Diese beiden wählen wir mal mit der Shift-Taste zusammen aus und schieben sie mal eben zur Seite. Dann sind sie erstmal aus ihr Sichtfeld. Dann markieren wir alle zusammen und schieben sie einmal, zentrieren sie in der Mitte. Und somit ist die Regalbreite jetzt gar nicht so verkehrt. Ich würde sie wahrscheinlich ein bisschen breiter machen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Sprich, wir gehen hier auch wieder drauf, haben jetzt eine Regalbreite von 475 mm. Ich würde sagen, wir können auf 490 mm aus der Mitte heraus gehen. Übernehmen das mal kurz. Die Höhe lassen wir jetzt erstmal noch außer Acht. Hier geht es ja eigentlich darum, dass wir hier unten das Regal nur aufnehmen und trotzdem bis zu dem Ende von der Kappe hier belassen und hoffen, dass das nachher auch passt. So, also wir haben die Breite jetzt, wir haben die Höhe noch nicht ganz, weil ich würde es gerne hier oben einmal ein bisschen personalisieren. Ja, da kann man natürlich jetzt irgendwie sein Logo einbringen oder irgendwas Ähnliches. Ich würde sagen, wir machen irgendwas mit Leimstation oder ja, Ähnliches. Ich lasse mal ein bisschen die Kreativität walten und wir schauen mal, was wir da reinmachen. Ich habe mal mein Logo gefunden und hier eingefügt. Und ja, schauen wir mal, was wir daraus machen. Sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Wir schieben uns das mal hier oben hin, zentrieren uns das einmal in der Mitte und als nächstes gruppieren wir das mal und ziehen das mit dem Halt der Shift-Taste einmal ein bisschen größer. Ja, mal gucken, nehmen wir den Baum mit oder nehmen wir nicht mit? Ich würde sagen, wir nehmen den Baum nicht mit. Und dann haben wir die Gruppierung wieder weg, drücken die Taste U und markieren jetzt nur die Teile, die wir nicht haben wollen, nämlich den Baum und drücken die Entferntaste. Hier ist noch ein kleines Teil übrig geblieben und wir nehmen nur den Schriftzug, den gruppieren wir uns einmal und ziehen uns den hier ein bisschen runter, dann kann der aber natürlich auch nicht ganz so aufdringlich sein. Mit über einer Breite von 230 mm ist das ein bisschen zu propperig. Wir machen den mal nur auf 180. Das reicht dann auch vollkommen aus. So, wurden sein. Und dann machen wir hier unten drunter nochmal einen Text mit Leimstation. So würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Und ich habe da auch schon eine schöne Schriftart. Ich mag die einfach.
Weiß nicht warum. Aber die gefällt mir. So, und die nehmen wir jetzt auch so schön in die Mitte. Wooden Science Leimstation. So, jetzt sieht das natürlich ein bisschen doof aus, wenn wir das irgendwie oben gerade auslaufen lassen. Deswegen wählen wir jetzt einfach beide Sachen an und machen einen Außenoffset. Als erstes würde ich es immer relativ grob machen und würde mal auf ca. 80 mm gehen. Kanten glätten, also nicht glätten, abwählen und den neuen Vektor auswählen, erstellen. So sieht die Sache dann aus und jetzt gehen wir nach innen und gehen wieder näher dran und 60 mm und jetzt wollen wir die Kanten geglättet haben, immer noch, genau, und wir wählen wieder den neuen Vektor aus und dann wären wir so nah dran, aber das sieht irgendwie doof aus. Dann machen wir nochmal bearbeiten, rückgängig. Wir machen mal nur die Hälfte, wir gehen mal auf 40 mm und drücken auf Erstellen. Oh, da sieht das schon mal ganz gut aus. Aber ich denke, die Gesamthöhe wird dann von dem Regal relativ hoch. Wir sind jetzt bei 1076 mm, das könnt ihr hier unten sehen. Und ja, müssen wir mal kurz gucken, wie wir das vielleicht ein bisschen runtergedrückt kriegen. Also sprich, wir würden das vielleicht ein bisschen nach unten ziehen. Dann kommen wir ein bisschen näher da dran, das ist auch gut. Und ich denke, wir können hier unten auch darauf verzichten, dass es so nah ist. Ich drücke die Taste N, um in den Knotenbearbeitungsmodus zu kommen und wähle dann die beiden Knoten aus und tippe diese direkt mal nach oben. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir den Knotenbearbeitungsmodus verlassen, die Shift-Taste halten und den oberen Vektor auswählen, sind wir immer noch bei 1034. Okay, wir machen Folgendes. Wir lassen das Regal hier unten an der Stelle erstmal so auslaufen und gucken mal, wie viel wir jetzt haben. Dann sind wir genau bei 999. Ich denke, wir könnten, wenn man diese Flasche jetzt hier rausheben will, die bringt man ja letzten Endes mit einem Winkel ein bisschen rein und setzt sie dann ab, weil die eine Spitze haben. Sprich, wir können hier mit Sicherheit noch ein paar Zentimeter nach oben gehen. Sprich, wir machen hier mal von der Linie aus, versetzen wir den mal um 25 mm nach oben und schließen das und gehen hier nochmal minus 15 mm Materialstärke nach unten, dann wäre das unser neues Brett. Die Hilfslinie verschieben wir nach da oben und dann verschwindet die. Und wenn wir jetzt hier nochmal, wir brauchen nachher noch ein bisschen Fleisch für die Rückwand zum Befestigen, aber wir können das jetzt hier nach oben schieben. Und somit sollten wir mit dem Logo oben bei 989 sein. Ich denke, das ist eine gute Höhe. So, jetzt können wir das hier oben natürlich nicht so lassen. Wir könnten jetzt diese Form so nehmen, wenn einem das jetzt nicht gefällt, weil das dann zu seltsam hier oben aussieht, kann man das jetzt irgendwie auch selber nachzeichnen. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich würde es jetzt nur einen Ticken breiter machen, dass ich es gleich noch abschneiden kann. Und genau, schneiden ist dann hier. Wir bearbeiten das mit der Schere und sagen, okay, hier läuft die Außenkante hoch. Das, was außen ist, wird erstmal weggemacht. Hier die spitze Ecke wollen wir nicht haben. Und hier auf der Seite machen wir das ganz genauso. Und dann sind die Sachen weg. Jetzt wähle ich nur noch diese beiden Linien aus und lasse diese auch noch verschwinden.
und schon habe ich meine Rückwand. Wir drücken mal hier einmal drauf, um die Hilfslinien verschwinden zu lassen. Das wäre, wie gesagt, die Rückwand. Diese beiden Flaschen wandern noch nach oben. So Pi mal Auge dahin. So sollte es funktionieren. Als nächstes machen wir uns Gedanken darum, wie unsere Seitenwand aussehen soll. Dementsprechend ziehen wir ja unseren Boden jetzt nochmal rüber. Das ist hier Beginn der Rückwand und das ist definitiv Ende des Bodens. Als erstes zeichnen wir uns die Höhe, was wir als Seitenwand wirklich brauchen, hier mal ein. Also wir können hier diesen Punkt ein bisschen anvisieren und wenn wir denn jetzt rübergehen, dann kriegen wir so eine kleine Hilfslinie und jetzt klicken wir an und ziehen es nach oben und ich würde sagen, wir brauchen das bis hier, weil dann ist ja hier so ein kleiner Gartenzaun noch in der Höhe und also lassen wir das hier nachher auslaufen, so 800 mm hoch und 15 mm breit. Das schieben wir jetzt einmal bis daran. Das ist dann unsere Seitenwand. Warum habe ich die jetzt 15 mm gemacht? Eine gute Frage. Brauchen wir ja eigentlich nicht. Also sprich, wir schieben das einmal bis dahin und können jetzt hier die Breite noch bis nach vorne hinziehen. Noch einmal. Ist ein bisschen schwierig da den. Jetzt haben wir den Punkt. So, das heißt, wir machen derzeit ist es eine Breite von 160 und wir brauchen dann eine Breite von 190 mm. Übernehmen. So, als nächstes hätten wir hier unser nächstes Teil. Die Ecke hier unten ist die richtig sitzt. Die hier, die wählen wir auch an und wir gehen auf die Breite von 15 mm und in der Höhe von 100 mm. Übernehmen, schließen und dadurch, dass ich die Kante hier vorne nachher nicht sehen möchte, würde ich sagen, wir schließen die Geschichte hier unten richtig ab und machen 115 mm in der Höhe. Dann kann das hier vor Kopf sein. Und wir verschieben das ganze Teil einmal relativ in der X-Richtung und minus 15 mm. Dann wäre es da vor Kopf. Dann würde das Regal hier vorne nochmal um 15 mm, also die Seitenwände letzten Endes herausragen, was aber ganz okay ist. So, diesen Boden kopieren wir jetzt einmal, fügen ihn ein und schieben ihn hier runter. Den hätten wir jetzt auch an der Stelle. Ich würde ihn der Einfachheit halber wahrscheinlich mittig von dem hier setzen. Das kann man hier ganz einfach mit horizontal ausrichten zu dem letztgewählten Vektor und schon ist er dort. Und hier oben haben wir ja jetzt noch den kleineren Regalboden. Den fügen wir an der Stelle hier ein. Ich hoffe, ich treffe den Punkt. Habe ich nicht getroffen. Das warum auch immer, den treffe ich meistens nicht. Aber wir können hier oben sagen, dass er hier getroffen hat. Und wir haben eine Höhe von 15 mm. Das ist richtig. Und jetzt brauchen wir noch eine Tiefe. Die Aktivatorflaschen sind eigentlich die größten, die ich habe. Dementsprechend viel größer wird es nicht. Wir messen es einmal aus. Das sind 50 mm. Ich würde sagen, wir machen den Boden hier oben auf ca. 75 mm. Und dann wäre das fertig. Und dann können wir
die Regalabtrennung hier vorne einmal hinkopieren und schieben uns die so hin. So sieht das dann jetzt im Groben aus. Stellen wir unsere Hilfslinie nochmal an. Da fällt mir auf, dass hier vorne unser Absperrgitter nicht die richtige Höhe hat. Das ziehen wir jetzt nochmal hoch. Und ja, so eine Seitenwand sieht halt irgendwie nicht richtig toll aus. Die sieht ein bisschen unschön aus. Wir verbinden einmal die Ecken von unseren beiden Abgrenzungen, schieben das einmal hier nach außen auf den Punkt. Das gefällt mir dann schon ein bisschen besser. Drücken wir einmal auf die N-Taste, wollen diese Polyline bearbeiten. Wenn wir jetzt hier sehen, kommt eine gestrichelte Linie, da gehen wir drauf und können also das weiterführen. Und jetzt schneiden wir das hier ab und dann sieht das schon gleich ein bisschen schnittiger aus. Als nächstes würde ich sagen, können wir hier in der Seite noch ein Sichtfenster reinmachen, dass das nicht so geschlossen ist, und hier genau das gleiche. Wir wählen uns diesen Vektor aus, machen eine Innenkontur, auch wieder 40 mm im Abstand, das passt perfekt. Und jetzt machen wir hier eine Hilfslinie nochmal mit 40 mm, die schließen wir wieder, und hier auch nochmal eine Hilfslinie mit 40 mm. Dann brauchen wir hier die Hilfslinie mit 40 mm ins Plus. Und hier eine Hilfslinie mit 40 mm ins Plus. Und jetzt zeichnen wir uns auf dieser Hilfslinie jeweils einen Strich. Wunderbar, dann können wir diese Hilfslinie wieder verschwinden lassen. Und machen die anderen Hilfslinien einfach mal kurz unsichtbar und schneiden uns jetzt unser Sichtfenster zu. Ach ja, hier oben machen wir keins, das lassen wir weg. Das wäre jetzt unser grobes Sichtfenster. Wir können jetzt noch diese Ecken verrunden, indem wir hier sagen, einen normalen Eckenradius, und wir nehmen mal einen 20 mm Radius und schauen, wie das aussieht. Das wäre dann so, so, so und hier an der Stelle auch. Das hier ganz genauso. Und dann würde die Seitenwand, jetzt wenn man die Regalböden jetzt nicht sieht, von der Seite her so aussehen. Wenn wir doch gerade beim Verrunden waren, könnten wir jetzt auch noch hier diese Ecke mit verrunden, diese hier auch, diese auch. Die hinten lassen wir schön eckig, dass die nachher ordentlich sich anschließt. Zum Test, ob das alles richtig genau gepasst hat, können wir jetzt hier nochmal unsere Flasche hineinstellen und schauen, ob die Luft hat. Wenn man sie reinstellen würde, das sieht gut aus. Unsere andere auch nochmal hier versuchen so hineinzustellen. Auch das sieht gut aus. Perfekt. Und auch diese hier nochmal hier versuchen reinzustellen. Kommt oben auch nicht gegen. Passt auch rein. Und hier könnten wir wahrscheinlich sogar zwei nebeneinander setzen. So, als nächstes brauchen wir eine Verbindung von unserer Seitenwand zu unserer Rückwand. Ja,
Ich habe einen kleinen Fehler mit eingebaut wahrscheinlich, aber das ist halt auch gut. Jetzt sieht man mal, wie man das letzten Endes lösen kann. Wenn wir die Hilfslinie wieder anschalten, wenn wir den Regalboden, also wenn wir jetzt nicht den Regalboden, wenn wir die Seitenwand jetzt hier anbringen würden, müssten wir jeweils immer einrücken und wir haben aber die Breite schon soweit festgelegt. Sprich, wir gehen jetzt hin und sagen von unseren 490 mm in der Breite, die machen wir jetzt um 30 mm breiter und das aus der Mitte heraus, dass wir mittig stehen bleiben. Und wir können jetzt hier einfach auch sagen, plus 30 mm, dann haben wir links und rechts jeweils 15 mm, drücken die Ist-Gleich-Taste. Dann haben wir nämlich einen Taschenrechner drin und drücken auf OK und übernehmen und dann haben wir das letzten Endes einmal übernommen. Als erstes holen wir uns das von unserer Seitenwand, sprich wir gehen hier wieder mit einer Hilfslinie drauf und versetzen die um 15 mm, das ist die Stärke der Rückwand, neue Linie erzeugen und wir können hier direkt schon einfach eine Linie auf diese Hilfslinie drauf zeichnen, die wir später nachher dann benutzen können. Obwohl, nee, das machen wir nicht, die machen wir wieder weg. Die Hilfslinie ist noch da, die andere Linie ist weg. Und wir nehmen hier zeichnen hier ein Rechteck, was wir jetzt extra ein bisschen größer machen und machen das auch auf 50 mm und 24. Und dieses wollen wir 1, 2, 3, 4, ich würde mal sagen 5 Mal nach unten versetzen. Das können wir hier mit der Kopie machen und wir wollen in die Y-Richtung wollen wir welche haben, also sprich wir können hier schon mal 5 reinsetzen und in der X-Richtung wollen wir keins haben und ja, den Abstand würde ich jetzt einfach mal schätzen und gebe jetzt mal ein minus 150 mm und kopiere das einmal. Dann kommen wir so heraus. Es sieht eigentlich auch so aus, als ob wir mit 4 Stück auch gut auskommen könnten. Aber dann würde ich es noch mal ein bisschen anders machen. Wir gehen einmal auf zurück, wählen 4 Stück aus und sagen minus 175. Einen größeren Abstand. Ja, das wäre ganz okay. Da in der Mitte mit dem Regalboden, das sollte eigentlich auch passen. Das sollte jetzt kein Problem darstellen. Sprich, wir können hier schließen drücken. Wir wählen mal unsere Hilfslinien ab und wir können diese 4 jetzt miteinander gruppieren und wählen jetzt hierzu noch den Vektor aus und können jetzt sagen, okay, wir haben die Finger an unserer Seitenwand angebracht. Jetzt brauchen wir das gleiche nochmal. Dafür gehen wir jetzt nochmal einmal zurück und kopieren uns das hier hin, hier rüber schieben. So, und dann drücken wir die STRG-Taste, schieben das auch einmal hier rüber. Wichtig ist, dass diese gestrichelte Linie kommt, dass wir auf der gleichen Linie laufen. Jetzt habe ich nicht die STRG-Taste gedrückt gehabt beim Kopieren, das muss ich nochmal machen. So, und wir verschieben das einmal in X-Richtung um 15 mm und das einmal in Y-Richtung auch um 15 mm, aber ins Plus. So,
Diese Sachen werden wieder von der Gruppierung befreit. Wir nehmen die Schere und schneiden das hier einmal aus. Wählen die Schere wieder ab und auf der Seite machen wir das jetzt wieder so. Und um die Sache zu überprüfen, schieben wir das jetzt einmal hier rein. Das würde passen. Man muss sich das jetzt vorstellen, dass sich das um 90 Grad dreht und von vorne hereingeschoben wird. Einmal wieder zurück. Somit ergibt sich natürlich auch unsere Breite des Regalbodens, der hier an der Stelle wäre. Wir können uns den einfach von hier nach da kopieren. Einmal den auswählen, einmal den auswählen. Jetzt habe ich die Hilfslinie verschoben. Wenn man die Hilfslinie nicht verschieben lassen möchte, kann man hier auf Ansicht gehen, Hilfslinien und Hilfslinie sperren. Und dann passiert einem das nicht. Und wenn ich jetzt die Shift-Taste halte, dann kann man das auch endlich kopieren. Und dann schieben wir uns das hier rüber. So. Und dann kann ich einmal den Regalboden bis hier rüber ziehen. Und hier brauche ich noch eine Hilfslinie, um das einmal machen zu können. Die kann ich dann danach gleich wieder verschwinden lassen. Schiebe die hier rüber und kann die Hilfslinie wieder verschwinden lassen. Sprich, das sind die Breiten unserer Regalböden, die dann 490 mm in der Breite da sind. Und hierfür brauchen wir natürlich auch wieder eine Nase oder besser gesagt einen Finger, der hier rausgeht und hier in die Seitenwand hereingeht. Wir haben hier 160 mm mal 15 mm und da werden wir jetzt einfach diese Geschichte verändern. Und zwar lassen wir die 15 mm Höhe stehen und machen einen 100 mm großen Zapfen daraus, der nachher später hier in diese Tasche reinkommt. Und das machen wir mit der Geschichte ganz genauso. 100 und hier oben, ich würde sagen, da gehen wir auf 35 mm. Das reicht auch. Perfekt. Dann haben wir die Aufnahmen für die Regalböden in der Seitenwand auch schon gemacht. Das sind dann die Taschen dafür. Und dann müssen wir natürlich die Regalböden dafür dann gleich auch noch zeichnen. Das machen wir, glaube ich, dann direkt jetzt im Anschluss. Sprich, wir nehmen uns das hier einmal, wählen es an, halten die STRG-Taste und ziehen uns das hier runter. Die machen wir kurz mal hier hin. Dann müssen wir diese Sache jetzt einmal vergrößern auf eine Höhe von 75 mm. Das war nicht unsere Ausgangstiefe von dem Brett. Dieses Brett, also dieses Teil, kopieren wir uns nochmal, fügen uns das nochmal ein und sagen dann, dass es die 490 plus die 30 mm lang ist. Wir drücken die Ist-Gleich-Taste, 520 und wir brauchen eine Höhe von 40 mm. Dann haben wir die beiden Zapfen seitlich raus und dieser Vektor ist mit diesem Vektor ja, mittig und mittig, das ist super. Dementsprechend können wir beide anwählen und einfach das miteinander vereinigen und dann haben wir schon unser Regalboden für hier oben
Und das gleiche tun wir jetzt mit dem hier unten. Den ziehen wir uns auch einmal nach unten mit gedrückter STRG-Taste. Verändern diesen auch einmal in der Höhe auf 160 mm, was die Ausgangsvariante war. Kopieren uns das einmal und verändern diesen genauso. Jetzt geben wir hier die 520 ein und die 100 mm für die Zapfen. Und dann können wir die beiden auch wieder vereinigen und haben den Regalboden für hier. Jetzt müssen wir das alles mal ein bisschen nach oben schieben. Dann nehmen wir die Pfeiltasten und tippen das nach oben. Damit wir diesen Boden noch einmal kopieren können, dann könnten wir jetzt auch schon die Löcher dafür anordnen. Den können wir einfach anwählen und diesen anwählen und sagen einmal, dass er in der Mitte zentriert sein soll. Und das können wir mit diesem und diesem genauso das gleiche machen. Sind die beiden schon mal soweit da zentriert. Und jetzt können wir auch den und den miteinander ausrichten. Seitlich. So. Und dann können wir auch die Geschichte einfach verschieben und sagen so, okay, die Flasche kommt dann hier so hin und dann können wir mit der STRG-Taste einfach nochmal eine Kopie machen und die ein bisschen rüberschieben und schauen, dass wir da eine zweite Flasche hinbekommen, die eventuell dann, dass man hier oben mit den Fingern dazwischen kommt, so passt und dann passen wir die Geschichte zu dem einmal seitlich an und schieben das einmal darüber. Habe ich jetzt schon die STRG-Taste gedrückt, wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Und dann schieben wir das nochmal so rüber. Jetzt haben wir in der Höhe uns einmal verknatscht, aber das ist kein Problem. Das kann man einmal, okay, gruppieren. Nur Vektoren lassen sich gruppieren, nicht die Bitmaps. Ist in Ordnung, wollen wir auch dann nicht. Wir richten aber einfach diesen Kreis nach dem hier in der Höhe aus und dann wäre das auch schon soweit gut. Ja, sieht jetzt von der Anordnung her nicht so top aus, aber es macht halt hier oben Sinn, obwohl wir könnten noch ein bisschen wieder darüber gehen. So, ich denke, so sieht es ein bisschen einheitlicher aus. Und dann haben wir hier zwei große Löcher und hier unten zwei kleine. Sieht doch ganz nice aus. Als nächstes kümmern wir uns um die Absperrung hier vorne. Die ziehen wir uns jetzt einmal von hier mit der gedrückten STRG-Taste nach hier drüben. So, und das hier ganz genauso. Dann richte ich das kurz einmal miteinander aus, einfach nur wegen der Optik. Wir brauchen hier erstmal auch jeweils, wenn wir jetzt 2 anwählen, geht das auch. Wir können Elemente individuell skalieren. Hier 15 mm Breite haben und wollen hier 490 mm haben und übernehmen das. Jetzt hat er das aus der Mitte rausgemacht gehabt, weil der blaue Punkt hier war. Das wollte ich eigentlich nicht. Dann drücken wir nochmal rückgängig. Ich wollte, dass die Unterkante hier unten an dem Punkt ist, der Fixpunkt ist. Und wir machen jetzt hier 490 mm. Dann haben wir das so. Ja, dann müssen wir das letzten Endes einmal ein bisschen rüberschieben, außerhalb von unserem derzeitigen Bearbeitungsbereich. Wir würden bei dem hier unten einmal kopieren und einfügen und verändern den
20 mm. So. Und jetzt nehmen wir ihn aus der Mitte heraus und sagen, dass er die 520 haben soll. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann kopieren wir uns den, fügen uns den ein. Der ist jetzt angewählt, wählen uns diesen an und können sagen, oben ausrichten. Dann haben wir ihn sofort da an der Stelle. Und genauso können wir es jetzt nochmal machen. Wir drücken STRG und V und fügen den nochmal ein, klicken diesen Rahmen an und sagen einmal dahin. Und jetzt machen wir wieder einfügen, diesen Rahmen anklicken und drücken hier nach oben ausrichten und schon ist die Sache fertig. Jetzt müssen wir das nur noch anwählen und vereinigen und wieder anwählen und vereinigen und schon haben wir unsere Zapfen an unserem Abgrenzung da. Das wäre ja natürlich jetzt ziemlich dicht, also wir könnten natürlich jetzt hier einen Schriftzug reinsetzen und oder aber auch Schlitze und ich denke, ich entscheide mich heute für die Schlitze. Ich würde jetzt nochmal so einen Balken einfügen, würde diesen nach oben verschieben, also in die Y-Richtung um 20 mm, würde dann den in der Breite, sagen wir mal 420 mm in der Breite machen lassen. Dann würde ich den gerne noch ein bisschen verrunden. Da gehe ich hier auf das Rechteck, wähle den in der Mitte an und sage, wir wollen eine Außenrundung haben. Und weil wir ja eine 20 mm Höhe haben, können wir mit einem 10 mm Radius rechnen. Und dann ist die Sache hier schön verrundet. So, und davon würde ich jetzt hier gern 3 Stück haben wollen. Sprich, ich gehe hier drauf, sage, wir wollen 3 Stück in der Y-Richtung nach oben, einen in der X-Richtung und wir machen einen Abstand von 20 mm. 3 Stück passt ja doch nicht. Dann wären wir doch bei 2. Das passt aber dann mit dem oberen auch ganz gut. Sprich, wir nehmen einen und löschen den raus. Wir wählen die beiden an und drücken einmal die G-Taste zum Gruppieren, damit wir dann anschließend diesen Vektor auswählen können und können sagen, bitte einmal, ja, also wie gesagt, wir können das komplett zentrieren zu dem Vektor und dann haben wir hier 2 Schlitze drin, was dann super ist und da können wir das wieder die Gruppierung aufheben, kopieren, einfügen und jetzt gruppieren wir es nochmal und ziehen es hier oben genauso nochmal rein. Dann haben wir letzten Endes 2 Abgrenzungen. Wenn wir die jetzt komplett gruppieren und einmal hier drüber schieben, dann würde das nachher so aussehen im Groben. Das würde vor den Flaschen stehen und man würde da letzten Endes durch die Schlitze hindurch gucken können. Und was wir als nächstes checken können ist, ich habe aber schon wieder irgendwo einen Fehler gemacht. Ich sehe gerade, nämlich das hat mich gerade auch schon ein bisschen verwundert. Hier passt die Höhe nicht. Ich weiß zwar nicht, wann das passiert ist, aber das Ding ist nicht so hoch wie hier. So, also machen wir nochmal Steuerung und Z, nur dass wir da wieder an der Position sind. Und dann gucken wir nochmal, welche Höhe wollten wir hier haben. Hier wollten wir eine Höhe von 90 mm. Wir machen unsere Hilfslinie mal nochmal an und holen uns die jetzt einfach von hier und hier rüber und wählen uns das an, heben die Gruppierung auf und gehen dann hier auf den Knotenbearbeitungsmodus. Wenn wir die Knoten angezeigt kriegen, können wir die in einen Rahmen setzen und können die auswählen und ziehen die hier runter. Und jetzt haben wir das auf 90 mm auch gemacht. Und ja, dann sehen die beiden großen Schlitze wahrscheinlich auch ein bisschen zu groß aus
für die Variante, dann würde ich diese dann doch nochmal verändern wollen. Sprich, wir wählen nur einen an. Wir machen erstmal wieder ein Rechteck draus und wir machen vielleicht noch 15 mm in der Höhe, übernehmen und machen dann einen Außenradius von 7,5. Dann haben wir es wieder schön rund an den Ecken. Das sieht ganz gut aus. Wir schieben uns den einmal hier nach unten, um ihn dann anschließend wieder um 20 mm nach oben zu schieben. Das ist sehr gut. Den entfernen wir einmal. Und dann machen wir nochmal die Kopiegeschichte. Und vielleicht gehen wir dann auch mal auf 15 und gucken mal an, wie es mit 3 aussieht. Das würde wahrscheinlich für den unteren Bereich funktionieren. Sprich, wir löschen die beiden mal heraus, wählen die 3 an, gruppieren die einmal, kopieren die einmal, fügen die ein und wählen dann mit der Shift-Taste den Vektor an und zentrieren die in der Mitte. Das sieht sehr gut aus. Und hier oben tun wir die einfach auf 2 reduzieren, was dann auch ganz okay aussieht. Wir gruppieren die einmal und richten die zu dem Vektor in der Mitte aus. Und schon ist die Sache doch stimmig, bin ich der Meinung. Als nächstes brauchen wir diese Zapfen da drüben. Hierfür, jetzt müssen wir kurz einmal die Hilfslinien entsperren, weil die hier irgendwie nicht passt. Wofür waren die? Das weiß ich gerade auch nicht. Dann nehmen wir uns die einfach jetzt weg. So, so und so. Plus diese Geschichte. So, und dann haben wir diese hier schon zu liegen und können jetzt hier auf der Linie einfach eine andere Linie ziehen. Zack, einmal. Hier oben machen wir das gleiche. So, und dann können wir die Hilfslinien wieder wegmachen, nehmen uns die Schere, schneiden den Mittelteil weg und schneiden das so aus. Schließen und somit hätten wir diese Zapfen hier, wo die später nachher reingehen werden. Einmal da oben und einmal hier unten. Sehr gut. So, dann holen wir uns die beiden Sachen einmal hier nach unten runter, damit wir die erstmal noch aus dem Weg haben. Wir werden das noch verschrauben und dementsprechend brauchen wir jetzt noch einmal die Schraubposition. Wir nehmen uns einen Kreis und zeichnen uns diesen hier hinein. Also würden einmal hier eine Schraube reinsetzen, genau die hier letzten Endes sitzen sollte. Sprich, wir nehmen ja eine stinknormale Schraube und wir wollen gleich eine Senkung auch noch mit anlegen. Sprich, wir gehen mal auf 8 mm, glaube ich, dann haben wir den Schraubenkopf gut versenkt, schließen das und kopieren uns den und fügen uns nochmal einen ein und diesen verändern wir auf die Größe von 4 mm, 4,5 mm, dann haben wir definitiv eine Schraube, die wir dort ordentlich versenken können und eine Bohrung und eine Senkung. So, die gruppieren wir uns einmal, dann anschließend gruppieren wir uns die beiden, damit wir das zudem ausrichten können und schon sitzt hier die Geschichte von so. Jetzt wäre es, wenn wir das von hier bearbeiten würden, die
Seite von hier, na, das müssen wir nachher beachten, wenn wir das nachher wirklich fräsen wollen, wie das dann nachher aussieht. Die Gruppierung heben wir wieder auf. Den hier kopieren wir uns, fügen uns den ein und schieben uns den einfach jetzt mal irgendwo hin. Diese beiden gruppieren wir auch nochmal, um dann anschließend diesen hier daran auszurichten. Auch wieder so. Und dann können wir hier auch die Gruppierung wieder auflösen. Und diese schlussendlich auch. Hier den Regalboden, der steckt ja letztendlich dann drin, wird hier vorne über die Schrauben auch schon gehalten. Ich bin der Meinung, da brauchen wir jetzt nichts mehr, aber wir haben die Zapfen, die hier hinten in die Seitenwand reingehen. Wir könnten jetzt von hinten verschrauben, nach vorne durch, aber weil wir jetzt die Schrauben schon hier haben, dann können wir sie auch direkt in den Zapfen hier verstecken. Wir wählen das hier einmal an, wir kopieren uns die einmal, fügen die wieder uns ein, legen uns die hin, gruppieren die, wählen uns hier die Mitte aus und schieben die hier auf den Punkt. Dann wissen wir, dass wir hier einen Zapfen von 50 mm gemacht haben und wir hatten einen Abstand von 225 mm von einer Ecke zur anderen. So, sprich, wir nehmen uns das hier und verschieben das als allererstes relativ um minus 25 mm. Dann ist der da schon mal mittig. Das ist okay, aber wir brauchen ihn jetzt auch nochmal einen Ticken weiter rüber, also minus 7,5 mm. Und dann wäre er in der Mitte von unserem Material. Und als nächstes brauchen wir ihn nochmal 1, 2, 3 Mal dort unten. Sprich, wir nehmen wieder unsere Mehrfachkopie-Variante. Wir brauchen ihn 4 Mal und wir brauchen einen Versatz von, jetzt muss ich kurz gucken, ob es so passt, minus 225 mm. Wir schauen mal, das passt ja nämlich nicht, weil wir 25 mm schon gemacht haben, jetzt gerade eben. Ich habe den Versatz gemessen und der war 225. Tada! Und schon passt es. Also haben wir jetzt hier die Verschraubung auch. Das wäre jetzt eine Variante, die man später an die Wand schrauben könnte, sprich durch die Rückwand hindurch heranschrauben. Ich würde jetzt noch eine Variante machen, also sagen wir so die Seitenwand, die kopieren wir uns jetzt einfach auf die andere Seite, indem wir die einmal als gespiegelte Kopie rüberbringen. Ja, so. Und jetzt aber einmal noch zurück. Ich will sie nochmal horizontal spiegeln. So, dann kann man auch sehen, okay, die gehört zu der Seite. Und diese Variante hier drüben wird auch nochmal in sich horizontal gespiegelt. Dann hätten wir diese Seite, dann wären die soweit auch angeordnet, wie sie nachher später drankommen würden. Aber wir wollen jetzt nochmal eine Seitenwand-Variante machen für die Leute, die letztendlich eine French-Pleat-Wand haben. Also für die, die eine French-Pleat-Wand benutzen, würden wir jetzt diese Variante hier einmal umändern. Ich würde jetzt hier die Variante anbringen, sprich wir können hier einfach eine Linie ziehen und diese hier so anbringen, dass man hier hinten einen French Pleat Ecke mit ranbringt, 45 Grad, und kriegt die dann dahin. Sprich, wir zeichnen als erstes uns mal wir gehen mal jetzt von der 15 mm Multiplex French Pleat Wand aus, oder vielleicht sogar 18. Ich
Ich weiß es jetzt nicht, was man sonst hat. Ich habe keine. Wir schauen uns mal das an und gehen mal hier auf 15 mm als Rechteck übernehmen. Nehmen wir uns hier den Liniensache und schauen, dass wir hier auf 45 Grad, jetzt haben wir A 45 Grad, drankommen und können jetzt hier mit der Schere einfach das wegschneiden und hätten hier, ja, die Ecke werden wir noch ein bisschen verrunden, sonst ist das ein bisschen zu wild. Da machen wir mal 2 mm Radius dran, dann ist die Ecke ganz, ganz normal. Hier hätten wir jetzt also die Variante, dass wir hinter der Rückwand an der Stelle hier einen French Lead Halter hinten integriert dran haben, auch noch hier mit verschraubt, und dann könnte das hier in dem Gegenstück auf einen French Lead Halter drauf liegen, der dann ja letzten Endes so hier an der Wand angebracht ist, diese Leiste, und dann könnte man das ganz toll aufhängen und hätte dann das Regal direkt dran. So, den löschen wir wieder weg, den brauchen wir nicht. Also einmal eine Seite mit French Lead Halter und einmal die Variante zum Verschrauben ohne French Lead Halter. Wir fügen uns mal eine weitere Bearbeitungsfläche raus. Hierfür gehen wir auf Blätter. Neue Seite, wie benennen wir die? Sagen wir einfach mal Bearbeitung CNC. Wir belassen die Größe genauso wie diese Variante. Wir wählen uns jetzt von der Seite aus alles an, außer die Flaschendarstellung. Die brauchen wir nicht. Und was ich auch nicht brauche, ist die French Lead Seitenwand, sondern wir nehmen die andere Seitenwand und dann machen wir einen Rechtsklick auf die Vektoren und sagen einmal in Layer kopieren, auf Platte kopieren, Bearbeitung CNC. Und dann machen wir einen Doppelklick in die graue Fläche und schon sind wir auf der anderen Seite und können diese hier ja, so anordnen, dass das jetzt passen würde. Man müsste das jetzt dementsprechend anpassen, wie der CNC-Bearbeitungsraum wäre. Darum geht es hier aber eigentlich nicht, das kann dann jeder individuell machen. Hier geht es eigentlich nur darum, einmal alles anzuordnen und die Fräswege noch schnell anzulegen und dann ist gut. So, als allererstes müssen wir mal unsere sämtlichen Außenkonturen und Taschen, die später nachher ausgefräst werden müssen und die ineinander passen müssen, auswählen und diese stecken wir in einen gemeinsamen Layer, also hier, und wir verschieben die jetzt mal und dann sagen wir in einen neuen Layer und sagen, dass das unsere, ja, sag ich mal, Außenkonturen sind. So, der ist sichtbar und wir können ihn auch aktiv machen. Jetzt ist er hier oben angewählt, hier oben könnt ihr das nochmal sehen. Man kann jetzt die anderen Sachen, könnte man jetzt ausschalten. Ja. Und jetzt wollen wir als nächstes einen Fräsweg anlegen, weil wir ja jetzt, wenn wir jetzt hier mit einem
egal welchen Fräser wir fahren, immer ein Radius in der Ecke bleiben würde. Und da würden wir das hier nicht ineinander hineinbekommen. So, jetzt könnten wir natürlich mit diesem Verrundungstool hier jeweils eine Ecke verrunden und diese so gestalten. Das würde uns aber festlegen, dass wir das letzten Endes jetzt mit einem 6 mm Fräser fräsen müssten oder aber, dass wir das dann jeweils wieder immer umändern müssten. Und ich bin einfach dann immer hergegangen und habe gesagt, okay, ich möchte das jetzt nicht jedes Mal schon alles zeichnen und dann kann es auch mal sein, dass man so eine Ecke vergisst, sondern wir wählen uns jetzt von diesem Layer, jetzt schalten wir die anderen alle aus und sagen jetzt strg alle und wollen uns jetzt hier ein Zusatzwerkzeug, nämlich den Dogbone Fileter, das ist ein Gadget, was man bei Werkzeug herunterladen kann. Und jetzt nehmen wir den Dogbone Detect. Und ja, jetzt geht's los. Wir brauchen einmal den Tool Diameter, also sprich den Durchmesser von dem Werkzeug, mit dem wir fräsen wollen. Wir nehmen einen 6 mm Fräser. Wir machen eine Inner Allowance und Outer Allowance, also eine Abweichung oder besser gesagt das Spiel, was ich da haben möchte. Und ich möchte jetzt hier 0.2 eingeben und hier 0.2. Wichtig ist, dass man Punkte einsetzt, weil ja im Englischen und im Amerikanischen nicht mit Komma rechnen, sondern mit Punkten. So, jetzt drücken wir OK und jetzt haben wir hier überall so schöne Kugeln angesetzt, die unsere Verrundung anzeigen sollen. Und dann als nächstes gehen wir wieder auf Zusatzwerkzeuge und gehen auf Dogbone Create. Und jetzt steht letzten Endes das gleiche wieder dabei und wir müssen nur noch auswählen, ob wir T-Bone Fillets oder Dogbone Fillets und drücken OK. So, jetzt hat sich natürlich eine ganze Menge verändert. Wir sehen jetzt hier eine Variante, die ja seltsam aussieht, aber total easy. Und ich glaube, wir haben auch schon einen Werkzeugweg angewählt. Wir gehen mal hier rüber. Nee, hat er noch nicht gemacht. Okay, ist kein Problem. Wir haben hier letzten Endes die Möglichkeit, mit einem Werkzeug, mit dem 6 mm Fräser, direkt drauf zu fahren. Wir müssen hier mal kurz einmal das so simulieren. Das wäre der 6 mm Fräser plus 2/10, was er mehr abnimmt, damit wir später nachher auch alles zusammenbekommen. Warum 2/10? Ja, ich habe aus Erfahrung her, sage ich, dass das mit 2/10 ganz gut passt, dass man diese freilässt, um dann das eigentlich wirklich super zueinander zusammenzustecken. Und diesen 6 mm Fräser können wir jetzt hier lang fahren. Wir nehmen uns mal die Mitte, dann ist das ein bisschen einfacher zu verstehen. So, und dann macht er nämlich Folgendes, der geht dann in die Ecke hier rein, fährt hier runter und macht die Ecke frei und fährt dann wieder hier hoch und fährt wieder dahin. Diese Vektoren, die wir jetzt hier in Fillet Contours angewählt kriegen, werden nicht außen drumherum gefahren, sondern das Werkzeugweg wird direkt da drauf gelegt. Und das machen wir jetzt als nächstes. Wir fahren eine Kontur. Wir könnten jetzt hier eingeben 15 mm. Ich gehe immer hin und gebe hier Z ein. Z ist die Materialstärke und gehe noch knapp ein Zehntel dazu, dass ich ein Zehntel überfräse nach unten hier raus, dass ich auch wirklich durchfräse. Wie gesagt, so eine Opferplatte kann ja auch mal sich ein bisschen verändern und dann bin ich so auf der Nummer sicher. Wir wählen uns einen 6 mm Compression Bit aus und fahren dann auf der Kontur im Gegenlauf
und tauchen ja, in einem Winkel von 45 Grad in dieses Material ein. Wir fahren 2 Durchgänge, das ist ausreichend, und wir sagen, dass das einmal die Außenkonturen sind und drücken berechnen. Jetzt kriegen wir einmal eine Warnmeldung, dass wir tiefer als die Materialstärke fahren, das ist normal. Wir drücken OK. Und wir wechseln auch sofort in die 3D-Ansicht und sehen, wie die Werkzeugwege aussehen. Und ja, drücken wir einfach mal Vorschau. Und simulieren einmal die Werkzeugwege, wie die letzten Endes jetzt auf der Platte die einzelnen Teile herausfräsen würden. Und dann können wir hier einen Doppelklick auf das übrige Material setzen. Und wenn wir jetzt heranzoomen, sehen wir, dass wir hier die Aussparung in den Ecken bekommen haben, damit wir dann anschließend die Sachen auch wunderbar ineinander hineinsetzen können. So, wir wechseln nochmal zur 2D-Ansicht zurück und wollen jetzt die anderen Sachen auch noch sehen und machen. Wir können uns hier die Außenkonturen, den Werkzeugweg auch nochmal anders darstellen, indem wir den hier blau darstellen, und dann sieht man auch nochmal, wie das Werkzeug, wo es letztendlich wirklich was wegräumt. Und das ist immer ganz interessant, gerade wenn man dann solche Sachen sehen möchte, wie fährt er jetzt außen weiter raus oder nicht. Und ja, somit sieht das ganz gut aus. Ich denke, das sollte passen. Gut, dann schalten wir das wieder um, wählen das Werkzeug wieder ab. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar andere Taschen, die wir fräsen wollen. Sprich, wir wählen diese hier auch nochmal an, damit wir hier das auch nochmal frei haben und gehen. Wir könnten jetzt Taschen fräsen, wäre okay, aber das würde zu lange dauern, wenn wir das alles freiräumen wollten. Sprich, wir gehen hier auch wieder auf 2D-Kontur. Hier steht jetzt wieder 15,1. Wir machen wieder Z plus 0,1. Weil, wenn ich dort Z plus 0,1 drin stehen habe und die Materialstärke verändere, dann verändert sich das hier auch mit und ich muss die Werkzeugwege nicht neu berechnen. Würde da 15,1 stehen und ich würde die Materialstärke auf 18 verändern, würde dort immer noch 15,1 stehen und ich müsste wieder dort hineingehen und das verändern, und somit verändert sich das immer automatisch mit. Wichtig ist jetzt, dass wir hier sagen, wir bearbeiten von innen, weil es ja um die Taschen geht. Und wir machen hier auch wieder das Eintauchen. Und ja, wir sagen dazu einfach mal Taschen. Wieder die Meldung. Okay. Und dann schauen wir uns das an. Dann wäre das auch weg. Das sieht schon mal ganz fein aus. Hier die Sachen, da hole ich jetzt nicht raus. Okay, dann brauchen wir noch unsere Gravur. Das nehmen wir, wie gesagt, mit einem V-Notfräser. Ich würde sagen, wir nehmen einen 90 Grad Kegelfräser und machen da keine Räumwerkzeug oder ähnliches, einfach nur so, und wir sagen einfach, dass das die V-Gravur ist, berechnen, und diese wollen wir dann auch mal nochmal extra wir machen sie in schwarz jetzt einfach darstellen, und dann haben wir hier Leimstationen. Einmal die Gravur, mega. Und als nächstes bräuchten wir jetzt noch unsere
Bohrungen so. Für die Bohrung müssen wir jetzt erstmal die Sachen, die noch gruppiert sind, noch vereinzeln. Also sprich, wir müssen sie wieder entgruppieren. Wie gesagt, das könnt ihr über die Taste U machen. Und ja, da müssen wir jetzt leider erstmal einmal mit der Shift-Taste alle Bohrungen auswählen, die wir machen wollen. Und dafür brauchen wir einen relativ kleinen Fräser, weil das ja 4,5 mm im Durchmesser nur ist. So, die gruppieren wir uns jetzt einmal, dann sind die zusammen und wir machen aber keine Bohrung, sondern wir gehen letztendlich eine Innenkontur ab und wir sagen auch wieder Z plus 0,1. Wir wählen uns diesmal also hier, ich nehme einen 1/8 Zoll Compression Bit dafür und fahre in der Innenkontur herein und tauche auch ein und sage hierzu 4,5 mm Bohrungen. Eintauchen mit Rampe natürlich und okay. Dann einmal die Vorschau davon, der würde dann dort hier reinfahren und einmal durchbohren. Perfekt. Und dann wählen wir uns noch die anderen Sachen aus, sprich die äußeren (8 mm) Ringe. Diese gruppieren wir uns jetzt auch einmal und wir machen das einfach als V-Gravur, das ist ganz witzig, und gehen auch mit einem 90 Grad Kegelfräser rein und nennen das einfach 8 mm Senkung. Und dann, wenn wir jetzt ganz nah ranzoomen und schauen, wie das dann gleich aussehen wird. Jetzt machen wir einmal Vorschau. Dann haben wir hier die Senkung für unseren Schraubenkopf auch komplett da. Und somit sollte dem jetzt nichts mehr entgegenstehen, dass wir das alles sauber ausgefräst und dann anschließend zusammengesteckt bekommen. Ja, ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus. Man könnte jetzt, wie gesagt, noch die Anordnung ändern, je nachdem, wie man das nachher auf der CNC bearbeiten will, plus wie man die Vorgehensweise ist, was man zuerst macht. Ich arbeite meistens mit den kleinen Sachen zuerst, also sprich, ich schiebe das hier nach oben, würde dann wahrscheinlich vielleicht doch vorher noch die Senkung machen und die Gravur und würde dann die Bohrung machen, würde dann anschließend die Taschen machen und dann die Außenkonturen. Also genau umgekehrt, wie ich es eigentlich erst angewählt habe. Aber hier, das kann man halt alles wunderbar verändern. Anschließend kann man die Werkzeugwege hier direkt abspeichern und an die Maschine weitergeben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen an die Maschine und schauen mal, ob das letzten Endes was geworden ist, was ich jetzt hier mit euch zusammen gebaut habe.